So Leute, da sind wir auch schon wieder. Unser Logistik-Albtraum kann endlich weitergehen. Ich habe ein bisschen gewerkelt in eurer Abwesenheit. Das schauen wir uns jetzt auch mal gemeinsam an. Wobei gewerkelt ist eigentlich das falsche Wort. Gebaut wäre besser, aber ich wurde auch schon öfter als Tim Taylor für Arme bezeichnet. Deswegen passt gewerkelt in meinem Fall vielleicht dann doch ganz gut. Wobei geknaubt noch besser wäre, denn ich habe hier einen fatal. Ach Gott, ich habe einen richtig. Ich kann das euch eigentlich gar nicht erzählen. Das müsst ihr eigentlich noch mal rausschneiden. Ich habe einen richtig schlimmen Fehler gemacht, Leute. Ihr seht es vielleicht schon hier oben. Das Förderband hier, das ist nicht verbunden. Das ist einfach nicht verbunden. Und es ist mir nicht aufgefallen. Das ist das Schlimme daran. Nicht, dass das nicht verbunden wäre, sondern dass es von den Raffinerien her ja aufging. Ich habe also 2 Fehler gemacht. Ich habe das Förderband so verkackt und ich habe zu wenig Raffinerien gebaut. Denn die sind jetzt alle, ne, die haben wir ja zusammen verbunden, die stimmen auch. Ich habe das jetzt, ich habe, glaube ich, 'ne halbe Stunde lang nachgezählt und habe geguckt, was hier eigentlich schiefgelaufen ist, bis ich das gefunden habe. Das war auch ein Akt überhaupt mal. Ich habe die Förderbänder gezählt, ich bin hier lang, aber egal. Auf jeden Fall, das ist nicht verbunden, das heißt, uns fehlt ein Band. Ich weiß auch nicht, wie schnell das ist. Das ist das zweite Problem. Da muss ich noch mal in 'n Safe Game reinschauen, denn ich habe den Bahnhof oben schon umgefärbt. Das gucken wir uns gleich zusammen an. Nichtsdestotrotz werde ich dann jetzt noch bis zum nächsten Mal irgendwie beziehungsweise vielleicht machen wir das am Sonntag im Livestream. Ab 20 Uhr geht's übrigens los. Wer Bock hat, kann gerne reinschauen. Das mache ich vielleicht auch im Livestream, dass ich das hier noch baue. Wir haben auch nur noch den Platz hier. Hier ist vom Gelände her ist kein Platz. Vielleicht hatte ich deswegen noch einfach aufgehört. Aber es fehlt genau dieses letzte Förderband. Alles andere geht ja auf. Ich gehe mal davon aus, dass es ein dickes sogar ist. Weiß ich nicht genau. Muss ich mir angucken. Wir werden das dann hier hinbauen. Also, wenn es schlecht läuft, müssen wir 6 Raffinerien hier hinbauen. Wenn es schlecht läuft, 4, wenn es gut läuft, dann 3, beziehungsweise sogar nur 2 und eine übertaktet. Das schaue ich mir noch an. Aber das war ein grober Schnitzer, Leute, das kann ich euch sagen. Und bis mir das aufgefallen ist, ich lösche das auch jetzt fix einmal noch raus, damit ich weiß, wo es war. Und, ja, dann wird es wahrscheinlich nach hier hinten gehen. Das ist jetzt natürlich absolut fatal, aber sei es drum. Sei es drum. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was zugemacht, wobei ich hier Quatsch gemacht habe, merke ich gerade, denn hier sollten keine Fensterscheiben sein. Na egal, mache ich später weg. Das dauert mir jetzt zu lange, das noch mal ums Eck umzubauen. Wir müssen reinkommen und das ist aktuell noch so ein bisschen doof. Was heißt aktuell? Ich werde das wahrscheinlich so lassen, werde hier noch einen kleinen Weg bauen, denn man kommt nur mit dem Aufzug hier rein. Der wiederum, ne, man kommt nur von oben rein, so rum. Man kommt nur von oben rein. Ja, das ist nicht so optimal. Ihr seht, ich habe die Züge auch umgefärbt, schon so ein bisschen in 'nem schön knalligen Rot und das hier ist der Eingang. Ihr habt das Ganze als Bahnhof quasi gemacht mit diesen Schiebetoren. Wir gucken gerade mal, der Zug, oh Gott, der Zug kommt und dann gehen die Dinge auch wieder zu. Ich habe die um eins versetzt, um eins in die Wand reingesetzt. Normalerweise würden die ja, abschließend sein, aber so passen die Züge einfach besser durch. Deswegen guckt, sie glitschen dann, minimal nur, minimal. Deswegen habe ich's um eins versetzt, dass die hier durchpassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ist noch mal so 'n bisschen mehr Bewegung in der ganzen Geschichte. Auch wenn die Dinger normalerweise auf beiden Seiten aufgehen, ist es natürlich nicht so geil. Und das hier ist der Bahnhof. Da gehen wir gleich mal hoch. Habe ich hier überhaupt 'n Weg nach oben gebaut? Ne, wahrscheinlich auch nicht. Das fehlt noch. Das ist 'n bisschen Overkill, sage ich mal, dafür, dass es so 'n Bahnhof ist. Ich gehe mal kurz in die Kameraperspektive, in die andere. Also, er hat die Bahnhöfe umgefärbt, wie ihr seht, in schön knalliges Rot mit unserem Rottrick, dass das 'n bisschen leuchtender ist. Habe auch die Rohre generell noch mal umgefärbt mit 'n bisschen leuchterem Blau und habe das Ganze mal mit so 'n paar Wegen verbunden einfach. Die Bahnhöfe bieten sich ja dafür an. Die haben ja hier diese Bahnsteige so 'n bisschen, es passt nicht ganz genau. Ich müsste das eigentlich noch mal umsetzen. Das können wir eigentlich auch grad machen. Sehe ich, da habe ich irgend 'n Quatsch gemacht. Das müsste halt so 'n Stück nach hier hinten oder müsste, ne, da brauchen wir gar nix hinsetzen. Das passt ja so weit. Habe ich, glaube ich, nur zum Verbinden gemacht. Und dann kann man nämlich auch aufm Bahnhof hier schön langlaufen. Ähm, Hier oben ist das Ganze auch verbunden. Man kann an mehreren Stellen, habe ich immer durch Türen und Straßenlaternen noch mal markiert, kann man rein in die Fabrik. Und na, da kann man eigentlich zuerst durchgehen. Kann man rein und dann haben wir hier unsere Laufstege, die überall an die Maschinen gehen. Die sind auch jetzt alle vollgelaufen, sind ja alle mit Wasser verbunden und auch mit Beton. Und da habe ich hier so ein, ja, so ein kleines Rohrsystem noch mal neu gemacht, dass das alles hier schön gerade ist. Das hat mich einfach zu sehr getriggert, dass das genau untereinander läuft und, hier sauber abschließt. Auch nur vom Boden her so ein bisschen eingefärbt mit dem Spiegelboden. Hat mir ganz gut gefallen. Das hier dann mal in Blau gelassen. Hier oben sind Lampen drin, die sind aktuell ausgeschaltet, die stehen auf Nachtbeleuchtung. Die können wir aber auch mal anmachen. Ich habe zwei Dinger gemacht. Hier einmal die blauen, die sind nur hier.
in dem Bereich. Das sind, ne, damit man es von außen halt schön sieht, das wird alles blau sein und das kommt, glaube ich, ganz gut für Wasser und auf der Rest ist einfach nur weiß. Ich wollte nur das hier ein bisschen blauer haben. Ich habe das im Nachtmodus extra stehen, weil wenn die Dinger an sind, dann droppt meine Framerate doch so ein bisschen runter, weil es schon relativ viele Lampen sind. Ich habe es versucht, nicht zu übertreiben, aber naja, hat nicht so ganz funktioniert. Die Dinger sind alle vollgelaufen. Das Ganze geht dann hier raus und in den Aufzug. Das gucken wir uns aber gleich an. Der Aufzug geht dann nach unten. Ich möchte gerne die obere Ebene erstmal fertig machen. Und ja, hier habe ich nichts verändert. Das ist alles gleich geblieben. War jetzt rein kosmetischer Natur und auch unnötig kosmetischer Natur. Denn das brauchen wir ja alles eigentlich gar nicht. Aber was soll's? Was soll's? Ich muss da echt abwägen, weil ich mir dachte, ja komm, es ist eigentlich nur ein Bahnhof für Beton und eine Fabrik. Ich will hier eigentlich nicht so unendlich viel Stress machen, aber irgendwie ist dann doch mehr draus geworden. Ich schalte gerade mal noch die Lampen an hier. Da hatte ich, glaube ich, hier den Verteiler stehen. Jawohl. Die sind ganz normal weiß und dann sieht das auch, es sieht halt richtig cool nach Industrie aus, finde ich, oder? Es sieht halt wirklich wie so ein richtig geiler Frachtbahnhof aus. Hier stehen ein paar Container, die haben absolut keinerlei Funktion. Die habe ich einfach mal hingestellt, weil ich mir dachte, komm, so ein Frachtbahnhof, der hat eigentlich auch ganz viele Container überall rumstehen. Mach einfach mal hin. Ich finde, das passt irgendwie so ein bisschen ins Bild rein. Hat mir ganz gut gefallen, aber es ist natürlich unnötig wie Sau. Der Platz war einfach noch frei und ich wollte ihn nicht leer lassen, deswegen habe ich die mal dahin gebaut. So als kleines Gimmick. Ihr seht, es ist ein bisschen, auf der Aufnahme weiß ich nicht, wie gut man es sieht, aber die Framerate, die droppt ein bisschen, wenn die ganzen Lampen hier an sind, weil ich es auch hier hart übertrieben habe, muss man sagen. Wir auch noch so ein paar Ventilatoren mal eingebaut, wieder um so ein bisschen den Stil aufrechtzuerhalten. Dann habe ich hier einen Breitenweg gebaut, für alles zu verbinden miteinander, also die Containerebene hier, die Bahnhöfe hier und so weiter und so fort. Und das Ganze dann ja mit solchen, wie man es aus Fußballstadien kennt, von den Parkplätzen oder von großen Parkplätzen generell, die Lampen, die halt in alle Richtungen gehen. Das finde ich eigentlich auch so ganz cool gemacht, aber wie gesagt, von der Beleuchtung her natürlich eine Katastrophe, was die Framerate angeht. Ich glaube, wir sind hier nicht so oft drin, man kann das schon lassen. Wir schauen uns das Ganze erstmal von außen an und dazu müssen wir aber hinten Richtung Elevator, Richtung Aufzug gehen. Das funktioniert nämlich anders nicht. Es ist auch gerade Nacht, das macht sich eigentlich ganz gut. Das sieht immer ganz nett aus, wenn man das von Nacht sieht. Der Aufzug können wir jetzt nicht weiterfahren. Also machen wir gleich. Der ist dann der geht nur nach unten. Hier oben ist sonst nichts mehr. Und hier habe ich natürlich auch maßlos übertrieben und habe das Ganze auch mal mit einem roten Dach, dass sich das so ein bisschen abhebt. Ich finde, das hier hinten, klar, es ist noch nicht beleuchtet, aber es ist halt relativ unscheinbar, weil es einfarbig ist. Das mache ich vielleicht auch noch mal anders. Das hier fällt so ein bisschen raus. Ich habe den Turm hier in weiß gemacht, mit so ein paar Wassertropfen noch auf dem Dach, einfach nur, damit man sieht, okay, hier ist Wasser drin. Dann haben wir hier die Dächer habe ich auch in weiß gemacht, zum Teil. Die Pfeiler hinten noch mal in rot und dann natürlich den Erbauer, der muss hier gehighlightet werden. Einfach nur mit der Färbung und so weiter und so fort. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Hier kann man dann auch noch mal langlaufen an der Stelle. Da hat ganz gut gepasst. Ist auch sehr asymmetrisch geworden, das Gebäude. Gefällt mir eigentlich aber auch ganz gut, damit ich nicht immer meinen symmetrischen Kram hier baue. Das bringt mal so ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte rein. Und dann fahren wir noch einmal fix runter in die unterste Ebene. Dieser Fail, ne? Das ist mir jetzt kurz vor der Aufnahme erst aufgefallen, Leute. Und ich bin echt ein bisschen triggert. Hier habe ich noch keine Lampen drin. Genau. Hier fehlen die Lampen noch, die blauen. Und hier, die sind nicht mit denen hier verbunden. Das war das letzte, was ich nicht gemacht habe. Und das ist die untere Ebene. Also genau das gleiche. Hier habe ich auch die Rohre verlegt. Auch nochmal alles relativ clean versucht, an den Wänden langlaufen zu lassen. Und da ist es mir erst aufgefallen tatsächlich. Gerade da, weil ich gemerkt habe, hier ist ein Flüssigkeitstank, der nicht verbunden wird. Und das kann irgendwo absolut nicht sein. Ich glaube, es ist der hier, meine ich, oder? Nee, der hier ist es. Der. Der ist nicht verbunden und erst dann ist es mir aufgefallen, dass ich da einen ziemlich großen Fauxpas gemacht habe und den auch so einfach nicht mehr korrigieren kann. Aber egal. Genug hiervon. Wir fahren ganz hoch, damit wir wieder rauskommen. Es ist alles so verschachtelt und alles so dämlich gemacht. Also nutzerfreundlich ist es absolut nicht. Außer man natürlich die ganze Zeit durch die Gegend fliegt und immer wieder was rauslöscht. Ja, ich bin hier echt mit der Framerate nicht zufrieden. Ich muss in die andere Richtung schauen, dann geht das wieder. Aber soweit finde ich es eigentlich ganz cool. Macht was her. Das sieht nicht so standardmäßig aus, wie wir sonst bauen.
Auch hier mit dem Aufzug, den habe ich auch mal verkleidet, dass wir da ein bisschen Ruhe haben. Mit der Beleuchtung muss ich mir überlegen, vielleicht schalte ich die auch generell noch mal ab, wenn es zu krass wird mit den Frame Drops. Ähm, Sehen wir dann. Wenn wir jetzt das nächste Gebäude bauen, und damit fangen wir heute auch an, eigentliches Thema der Folge, nämlich die Stahlfabrik. Und gleich vorneweg, ihr habt es vielleicht rechts schon gesehen, ich habe die Rechnung schon mal aufgestellt, was wir alles brauchen, beziehungsweise was wir vor allem alles haben. Und wir haben ein bisschen mehr Kohle, denn ich hatte die 4 Kohlevorkommen hier vergessen. Die hier, die 4. Die hatte ich komplett vergessen. Ich meine, hier ist auch noch so 'n reines Eisending, ne? Hätte man jetzt auch mit reinmachen können. Hier ist auch noch 'n normales Kalksteinding. Hätte ich das alles, ja, hätte ich vorher bedenken sollen. Wobei es sich auch nicht gelohnt hätte. Ich hätte da dann einen Zug, der hätte dann, da halt machen und das hätte dann auch wieder nicht gereicht von den Rates her. Egal, egal. Hat der Wendler auch schon gewusst, wissen wir auch. Wir nehmen aber die Kohle mit auf jeden Fall. Wir nehmen hier oben die Kohle mit in der Ecke. Und wir nehmen, die Kohle mit, die 3 Reihenvorkommen. Die hatte ich ja schon eingeplant. Da ist auch sonst nichts, da ist noch 'n Sam-Vorkommen für irgendwann. Weiß ich gar nicht, was man überhaupt damit machen kann, was wir dafür brauchen. Aber hierum kümmern wir uns. Das heißt, wir brauchen eine Bahnstrecke, die dann von hier nach hier geht. Das sollte eigentlich relativ problemlos gehen. Da müssen wir ein 2 Kurven bauen, aber sonst ist da nichts. Können wir hier einen schönen Bahnhof hinmachen und dann den ganzen Kram abtransportieren. Haben dann natürlich auch die Möglichkeit, in dem Bahnhof gleichzeitig die restlichen 3 Nodes irgendwann auch noch zu transportieren, wenn uns danach ist, wenn wir die brauchen. Das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Ich möchte gerne hier mit der Strecke weitermachen. Ich teasere das jetzt mal nur so an, denn ich möchte heute keine Strecken bauen. Definitiv nicht. Also das geht hier einfach nur weiter für mich als Marker, wo ich die Fabrik hinbauen möchte. Und ihr seht, wir haben dann also 3.540 Kohle. Das gleiche dann nochmal in Eisenbarren. Das ist ja eine 1:1. Also wird beides zu gleichen Teilen umgewandelt. Brauchen dann 88,5 Gießereien und das Ganze ergibt dann 5.310 Stahlbarren. Ich denke, damit kommen wir über die Runden, hoffe ich zumindest. Und jetzt ist die Frage, wo bauen wir das Schätzchen hin? Ich bin tempted, das hier hinzubauen. Ich bin mir aber noch überhaupt nicht sicher, wie ich das bauen möchte. Und was wir mit der kleinen Insel hier, eigentlich möchte ich das gern beibehalten. Das sieht ganz cool aus. Vielleicht gehen wir auch ein Stück weiter nach hinten und können dann hier gegebenenfalls noch einen Bahnhof. Doch, das wäre vielleicht eine bessere Idee sogar, dass wir hier einen Bahnhof anschließen. Wir müssen ja überlegen, wir brauchen relativ viele Waggons. Wir haben hier 4 Stück insgesamt, auch von der Dings. Wir haben hier 3 und wir haben hier auch 3. Hier sind 2 Unreihennotes dabei, die fasse ich zusammen. Da kann ja nichts passieren von den Raids her. Und haben hier unten die normalen, also 3, 6, 10. Insgesamt 10 Waggons kommen hier an. Und die müssen wir überlegen, ob wir die an einen Bahnhof packen, was schon schwierig wird, weil wir ja 3 Züge haben, also brauchen wir mindestens 2 Bahnhöfe, vielleicht sogar 3. Und dann könnten wir gegebenenfalls mit den Bahnhöfen hier anfangen. Oder wir legen sie auf die andere Seite. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der eine kommt von hier, der eine Zug. Da könnte dann hier reinfahren. Der andere kommt von hier. Und der andere kommt von hier. Also wäre der auf der Seite eigentlich sinnvoller. Weil ich dann, ne, dann können wir doch, das macht mehr Sinn. Dann brauchen wir nicht 25.000 Weichen zu bauen. Der fährt ja hier dann auf dem Gleis hier weiter, fährt dann nach rechts. Ich möchte Staus minimieren. Das ist das große Thema an der ganzen Geschichte. Ich möchte irgendwie Staus minimieren. Jetzt müssen wir gucken, kriegen wir hier 3 Bahnhöfe überhaupt nebeneinander. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 5 brauchen wir definitiv. Und dann könnten wir unten drunter, könnten wir eine Ebene machen mit Depots und so weiter, dass wir das nochmal puffern. Weil hier oben bekommen wir es definitiv nicht hin. Und dann machen wir hier nochmal 5. Habe ich jetzt hier 5 oder habe ich mich verzählt? Das wäre natürlich fatal. Ne, waren 5, okay. Dann haben wir hier nochmal 5. Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, easy. Easy, da können wir zur Not, wir könnten sogar noch 1, 2 Dinger Platz lassen zwischen jedem. Also nochmal 3 verlängern, das wäre auch kein Problem. Und dann möchte ich die Bahnhöfe in die Richtung ziehen. Ah, dann ist die Insel jetzt weg, dann ist es halt so. Also die kommen hier lang. So, so. Oh Gott. Muss ich auch richtig viel bauen.
Ja, macht vielleicht auch Sinn, nach hinten rauszugehen. Dann haben wir hier ein bisschen Puffer und müssen nicht ganz abschließen. Ich lasse das hier auch mal weg. Das ein Fundament breiter habe ich immer gern als Puffer. Dann mache ich die auch noch mal weg. Ah, jetzt sind wir nicht nah genug dran. Kann doch nicht sein. So, alrighty. Da kommen die Bahnhöfe hin und die werden dann so gestellt, das können wir uns ja auch schon mal anteasern, und zwar, dass die so in etwa hinkommen, wa? Wenn da ruhig auf, na, ganz auf Kante nicht. Wenn ich hier tatsächlich irgendwann was bauen will, dann fahren wir die lieber ein paar Stücke weg. So, ja, würde ich sagen, so machen wir das. Dann lassen wir hier dementsprechend noch mal Platz zwischen den einzelnen Dingern. Äh, 6 Stück Platz, das müsste eigentlich passen dann. Ja, perfekt. Und dann hier auch noch mal. Die Bahnhöfe, die werde ich noch mal umändern. Ich mache es mir jetzt hier nur als Placeholder hin quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut. Was haben wir hier? Lecce, Venray und Stankby. Okay. Und dementsprechend brauchen wir dann hier nach hinten Platz an Frachtplattformen. Oh Gott. Wieder irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken sollte. Also maximal 4 eigentlich. 2, 3 und dann hier die vierte. Und dann können die Mats, das machen wir dann so, dass die Frachtbahnhöfe alle schön gleich sind. Dann kommen die Mats auf einer Seite jeweils raus, auf der Seite dann hier raus und auf der Seite hier raus. Und die laufen dann unten in ein Containerlager. Dann haben wir das Thema schon mal geklärt. Und ich kann hier unten so ein bisschen von der Höhe auch gucken, dass ich da abschließend bin, hier so plus minus in der Höhe. Da können wir dann unsere Container hinbauen und da haben wir da auch keine Probleme. Und den letzten baue ich jetzt noch fix, damit ich das abschätzen kann. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, gehen wir nochmal in die Vogelperspektive, bauen wir das Ganze dann hier ran? Macht ja eigentlich Sinn, dass das wieder so ein schönes, großes Gebäude wird, dass wir dieses Mal nicht über die Strecke drüber gehen, sondern an der Strecke vorbei und gegebenenfalls dann auf der anderen Seite nochmal weitere Dinge bauen. Wir können dann ja gegebenenfalls hier sogar direkt die Produktion für die Stahlrohre aufbauen, wa? Das wäre ja was. Denn die brauchen wir ja eine relativ große Produktion. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir den Stahl tatsächlich gar nicht durchs Biom gurken, sondern in dem Fall wirklich per Förderband eins rüber machen, um nicht noch mehr Bahnhöfe bauen zu müssen, weil für 5.000 Stahl noch mal Bahnhöfe bauen ist halt auch so eine Sache. Wir können aber dann trotzdem, wenn wir das nicht wollen, können wir immer noch das Ganze per Fahrzeug hier durch die Gegend gurken. Das ist ja dann auch in Ordnung. Die Straße läuft ja glücklicherweise genau hier unten drunter durch. Das heißt, wir können das Ganze einfach drunter laufen lassen. Ich mache mal die Lichter hier noch mal aus, weil das stört mich doch zu sehr. Für mich ist es fast unspielbar so mit den Frames. Ich mache das schnell mal aus. Ich glaube auch, die Anzahl ist gar nicht so schlimm von den Dingern. Ich glaube, das Schlimme ist, dass die so überlappend sind. Dass wir vielleicht mache ich die beiden noch mal weg. Ich glaube, wenn zu viele Lichtkegel überlappen, dann ist das mit der Berechnung für das Spiel anscheinend so krass mit den ganzen Schatten und dem ganzen Kram. Vielleicht machen wir die an der Seite noch mal weg und dann könnte es gegebenenfalls schon gelöst werden. Weil ich habe die ja relativ weit auseinander gemacht, ehrlich gesagt. Wir können auch noch ein paar andere reduzieren. Ist halt ein bisschen schade jetzt, dass es so ist. Aber eigentlich müsste man PC das locker handeln können. Ne, ist irgendwas, ja, ich gehe mal davon aus, dass ich einfach übertrieben habe und die zu nah beieinander gebaut habe und dadurch das Problem kommt. Aber das ist auch Zukunftsthematik. Wir gehen in den Bau von unserer Blaupause. Und da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Ich möchte das Ganze, also ich habe so ein bisschen schon eine Ahnung, wie ich es bauen möchte. Und zwar möchte ich diesmal so einen Cube machen, so einen Würfel, der ein bisschen höher geht. Wir haben jetzt zwei relativ langgezogene Gebäude und ich möchte da mal ein bisschen variieren, also eher so in Form von dem Stück hier und zwar auf eine größere Ebene skaliert und auch relativ hoch, denn ich plane auch später die Förderlifte so ein bisschen in der Mitte lang fahren zu lassen. Also so eine ganz grobe Idee habe ich bei dem Ganzen schon. Ob ich das umsetzen kann, weiß ich allerdings nicht und wie das passt. Wir müssen uns erstmal überlegen, wir haben 88,5 Gießereien. Das heißt, es wäre sinnvoll. Warte mal, wir müssen uns erstmal anschauen mit dem Stahl an sich. Der braucht, glaube ich, 40 jeweils. Stahlbarren.
40, 40. Okay, das heißt, wir könnten 10, 12 Stück maximal anschließen an ein Förderband, hätten dann aber Probleme im Ablauf. Also viele Probleme, also das ist aber egal. Also wir könnten 12 Stück befüttern mit dem dann darauf werden wir uns, glaube ich, auch konzentrieren, weil wir hier 2 Mats reinbringen müssen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn wir uns dann die eingehenden Mats anschauen und dementsprechend dann skalieren beziehungsweise verbinden mit bei den Blaupausen. Also 12 Stück und ja, das geht ja dann warte mal. Ne. Doch, doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir könnten jeweils dann immer Vierer-Packs machen. Da haben wir ein bisschen Überschuss. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich weiß, wie ich's mache. Pass auf. Pass auf. Und zwar, Designer, her damit. In die wildeste Position, die man finden kann natürlich. Die erste Frage, passen hier 4 von den Gießereien? Die sind ja breiter als die Raffinerien, glaube ich. Wo sind die Dinger denn? Die sind sehr die sind doch sehr klein. Die sind 'n gutes Stück kleiner, als ich eigentlich gedacht hätte. Deshalb gibt mir dann doch andere Möglichkeiten noch mal. Warte mal, kann ich die irgendwo sinnvoll hier draufsetzen? Ne, irgendwie nicht. Warum muss ich in Halbschritten dann gehen? Das ist ja auch dämlich. Ich möchte die genau auf auf'm Kreuzen hier haben, deswegen möchte ich gern, das hier so mal anpassen. Warte mal, eins, 2. Ne, also wir kriegen keine 4 nebeneinander. Aber wir können's in Doppelblöcken bauen. Wir können's in Doppelblöcken bauen und die dann gegebenenfalls weit voneinander wegstellen. Dann hätten wir 6 Stück. Die Frage ist, bringt mir das was bei dem, was ich bauen will? Und dann vielleicht 2 Ebenen. Dann hätten wir ja 12, wa? Und dass wir dann so Blöcke bauen jeweils von 12 Dingern als Block und das Ganze dann insgesamt 7 Mal oder 7 irgendwas Mal, dann wird das gar nicht so groß. Hä? Also, dann hält sich's in Grenzen. Ne, gut, pass mal auf. Ich werkele mal jetzt ein bisschen und gucke mir das Ganze an und versuche mal, das so irgendwie hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle und dann schauen wir, ob wir das so beibehalten oder ob wir doch noch mal was ändern. Ich, setze mich da mal jetzt ran und überlege mir was Schönes. Alrighty. Also, erstmal habe ich vergessen, wie immer, dass wir noch einen zweiten, besser gesagt noch 'n 4. Bahnhof brauchen, und zwar den für die Eisenbahn. Den haben wir ja noch gar nicht eingeplant und ich glaube, wir planen den Platz mal mit ein, denn ich bin mir nicht sicher, ob wir die über die Straße bringen können. Allerdings wird's hier zugtechnisch jetzt dann doch relativ busy. Ich hatte hier mal das hier vorbereitet. Ich glaube aber, dass wir die Züge dann doch alle von einer Seite kommen lassen. Also, es kommt ja ein Zug von hier, ein Kohlezug kommt von hier und einer kommt dann später von hier hinten. Aber wenn ich die jetzt auf der Strecke fahren lasse, dann wird die Kreuzung hier die ist sehr nah an der Kreuzung, das wird relativ busy und ich befürchte, dass es dann Blockaden gibt. Deswegen mache ich's, glaube ich, doch so, dass ich die 3 Kohlezüge alle von einer Seite kommen lasse, über 'ne Doppelgleisstrecke und dass wir dann das Teilstück hier so 'n bisschen ausreizen. Dass wir hier das ne, wir haben genug Platz dafür, wenn sich da was staut, dann beeinflusst das die anderen Routen nicht. Wir müssen damit auch einberechnen, dass die Dinger nicht stauen dürfen, weil sonst irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Das wäre natürlich auch nicht geil. Ähm, Dann habe ich 'n Design, ganz, ganz schlicht. Ich möchte mal so 'n White Design machen jetzt. Ich habe wieder mit der Farbe 'n bisschen rumgespielt. Sprich, ich habe das hier den unteren Wert auf 100 gestellt für Weiß, für 'n ordentliches Weiß zu bekommen, weil wenn ich das nicht mache, dann sieht's nicht so geil aus. Also, dann, kommt das Weiß auf'm Betonfundament kommt dann so gar nicht irgendwie rüber. Keine Ahnung, kann das ja mal vergleichen, wenn wir jetzt unser Weiß nehmen, was wir jetzt haben und dann machen wir noch einmal eine Runde Standardweiß. Ähm, Normal steht das auf 1. Also, 1001 ist das Standardweiß dann. Farbe auswählen und dann ja, ihr seht, das ne? Wenn ich's färbe, sieht man gar nix. Also, man kann das technisch so nicht weiß färben, deswegen mit diesem kleinen Trick, dann passt das auch. Und hier habe ich ganz ganz minimalistisch und zwar, ich zeige euch das grad mal. Ich speichere mir das fix ab. Neuer Bauplan in Klammern 1, das Sound legit to me. Wir leeren das Ding und bauen das auch schnell noch mal ab. Das brauchen wir jetzt erst mal nicht.
Und wir müssen schauen, wir müssen hier oben anfangen. Und zwar so anfangen, dass wir genügend Platz für die Gleise haben. Deswegen, das hier ist der Bahnhof, der geht am weitesten raus. Wir müssen mal, ich würde sagen, wir lassen mal drei Fundamente locker Platz. Vielleicht sogar 4. Wir haben ja den Platz hier. Das ist ja nicht so, dass wir so eng bauen müssen. Das ist immer so eine blöde Angewohnheit von mir, dass ich immer alles versuche, extrem eng und kompakt zu bauen. Das ist ja Käse. Das brauchen wir hier gar nicht. Und dann können wir hier mit unserem Bild anfangen. Neuer Bauplan in Klammern 1. Sehr schön. Den machen wir jetzt mal hier hin. Mache auch gleich mal auf Auto verbinden. Und zwar, wie hatte ich das geplant? So wollte ich es, glaube ich, haben. Und so. Dass das so einen Würfel ergibt. Mehr oder weniger. So, der nächste kommt hier ran. Bauplan Auto verbinden. Wobei ich ja, nee, warte. Der muss, ja, das Auto verbinden wird in dem Fall nicht klappen. Da kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss den Bauplan ja so machen. Und dann kommt der hier raus. Ja gut, Auto verbinden ist eh kacke. Der macht ja dieses blöde Ding hier. Aber egal, egal. Dann machen wir jetzt erstmal so. Und dann kommt der nächste hier hin. Auch nochmal ganz rüber. So. Und das letzte Teilstück kommt dann hier hin und sollte dann hoffentlich hinten abschließen. Muss ja eigentlich. Alrighty. Und das wäre dann quasi eine Ebene. Das ist dann diese 12er-Ebene, die wir haben. Schön im Circle. Das Ganze kommt dann noch eine Ebene runter, definitiv. Wir werden auch irgendwo noch einen Eingang hinbauen müssen. Beziehungsweise wir haben ja dann am Schluss an der Seite hier ein bisschen Platz jeweils. Da kann sein, dass ich da Lagercontainer hinmache, das weiß ich noch nicht genau. Aber wir haben hier relativ viel Platz. Den möchte ich auch nicht zubauen. Den möchte ich mir tatsächlich freilassen, um auch so ein bisschen designtechnisch und sowas in so einen Kram zu machen, dass wir da nicht auch immer die Maschinen so unfassbar eng haben. Da werde ich mir, glaube ich, auch noch eine Blaupause machen für die 3 Dinger hier. Also so ne, wirklich als Cube diesmal. Bisschen anderes Design. So, ich habe jetzt keine Lampen und nichts eingebaut. Ich werde das relativ minimalistisch vom Licht her halten. Ich werde das vielleicht auch nachträglich bauen, beziehungsweise werde das Ding auch einfach gleich nochmal abreißen. Denn ich möchte erstmal was gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, mit den Förderbändern. Das ist ja das große Thema. Und die möchte ich gerne durch die Mitte laufen lassen, ehrlich gesagt, beziehungsweise die Förderlifte sollen durch die Mitte laufen. Die sollen schön nach oben kommen, sondern an einer Stelle, wo das Ganze hier anfängt, ich glaube, es läuft von rechts nach links, zum Beispiel jetzt hier an der Stelle. Also hier von der Seite aus laufen die rein und die kommen dann mittig hoch. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich hätte, trotz allem, hätte ich mir Wände bauen sollen, weil das hier ist jetzt natürlich wieder Käse, was ich gemacht habe. Ich muss ja hier jetzt trotzdem, wir müssen 3 Ebenen hoch, glaube ich. Ja, mehr möchte ich auch nicht. Ja, dann wird das wird ja im Leben nicht richtig snappen, so wie ich das jetzt. Die Frage, muss das so oder muss das noch runter? Na, weiß ich jetzt nicht. Warte mal, nee, ich mache doch, ich baue die Wände da noch rein. Ich mache jetzt einfach mal Vollglas, damit ich das einfach sehe. Und dann gucken wir. So, also so hatte ich mir das vorgestellt, dass es ein bisschen einfacher geht. Dann kann ich den Kram jetzt hier relativ schnell bauen. So, so und so. Dann haben wir schon mal die ersten 4 Ebenen. Da kommen jetzt noch 4 oben drauf. Und wie gesagt, in der Mitte möchte ich hier irgendwie die Förderbänder langlaufen lassen. Die sollten von unten kommen. Das passt auch. Das ist relativ gut, dass hier so viel Platz ist. Das passt von der Höhe her, passt mir sehr, sehr gut. Dann muss ich jetzt mal wieder hier hochkommen. Und dann sollten die irgendwo an einer Stelle an der Seite halt rein. Ich möchte hier kein Demontagemodus Bauplan. Ich möchte jetzt erstmal Standard so. Ja, dass der Förderlift quasi von unten dann kommt. Irgendwo von hier so. Und dann hier hochgeht. Und das dann an jede. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist die große Frage. Da werden wir wahrscheinlich noch mit einer weiteren Ebene vorne dran und dann mit den Förderband-Durchführungen. Ich glaube, das macht dann mehr Sinn.
Wenn wir das Ganze hier noch um eins erweitern, dass die nicht so ganz freischwebend sind. Aber andererseits wollte ich es ja freischwebend haben, wa? Ist die andere Sache. Ne, wir schauen gleich mal. Ich baue das jetzt mal fertig, die letzten, was sind's noch, 4 Ebenen. Und dann gucken wir, wie das überhaupt aussieht hier. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, hier muss ich eins runtergehen, oder? Ja. Ja, irgendwie schaut's schon ganz cool aus, oder? So ganz in weiß, das macht schon was her. Vielleicht machen wir aber jetzt, also die Glasscheiben, die möchte ich hier tatsächlich enden, dass wir die Ebenen, die danach kommen, irgendwie zumachen und vielleicht mit einem ganz, ganz, ganz tiefen Schwarz oder so als Kontrast. Ich glaube, das passt ganz gut, aber das gefällt mir schon mal sehr gut. Und dann, ja, ich hätte ja auch den Strom gleich schon mal, ja gut, andererseits ist jetzt auch nicht so viel Arbeit. Dann gucken wir mal. Wir fangen hier oben an, würde ich sagen, um das mal auszutesten. Ich glaube, von der Höhe her geht das schon gar nicht. Aber ich muss mit den Förderbanddurchführungen wahrscheinlich arbeiten, weil ich hier tricksen muss mit den Förderbändern. Die nimmt er auf die Entfernung ja gar nicht. Wir fangen einfach mal hier an, setzen den hier ganz an die Kante. Warum macht er hier so blöd? Also einmal gerade. So. Und einmal so. Genau, so wollte ich das immer. Und dann gehen wir mit dem Förderlift hier runter. Wie weit? Ah ja, genau. Kommen wir nicht. Wir kommen nicht runter. Ich muss tatsächlich mit diesen blöden Durchführungen arbeiten. Zumindest an der Stelle, an der ich hochgehe. Das ist natürlich bitter. Und dann haben wir ja beim zweiten, also egal, so wie wir es jetzt bauen. Dann habe ich ja hier das Problem, dass ich hier schon nicht mehr langkomme. Das heißt, ich müsste mit dem Förderband hier eins weitergehen. Also einmal hier ums Eck und dann das gleiche hier an der Kante nochmal machen. Und dann immer so weiter. Oder wir machen es mit ganz vielen Förderband-Durchführungen. Oh ne, da komme ich ja auch nicht mehr raus. Ne, warte, doch. Neuer Versuch. Das ist jetzt einfach nur in meiner Idee entstanden, in meinem wirren Kopf. Und ich versuche das jetzt irgendwie zusammen zu basteln. Aber ob das so wird, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Also das wäre dann so. Dann könnten wir den hier machen. Und den hier. Und dann würden wir das Förderband so nehmen. Mit dem Normalmodus soll das gehen. Jawohl. Und dann jedes Mal weiter runter. Also immer wieder mit dem gleichen Prinzip hier. So und so. Dann kann man die miteinander verbinden. Ich kann die, glaube ich, auch drehen, dass man es in der Mitte sieht. Das müsste eigentlich gehen so. Ja. So. Und dann immer runter. So, das ist die nächste Ebene. Die müsste dann quasi hier ablaufen. Ja, das wird aber auch eng. Das wird ja auch extrem eng. Das würde aber noch gehen. Für die Ebene danach dann schon nicht mehr. Ich hätte dann ja hier. Der wird ja dann hier runtergehen. Und dann haben wir bei der Ebene danach nochmal ein Problem, weil der kann nicht auch nochmal hier runter. Das funktioniert nicht. Und dann müsste ich dann müsste ich schon eins weiter hier hinten anfangen. Dann müsste ich im Kreis gehen. Aber dafür habe ich nicht genügend Ebenen. So, dann wären wir hier auf der Ebene. Dann geht's. Ah, ich bin gerade so verwirrt, Leute. Ich bin so verwirrt. Die Ebene wäre dann hier. Die Ebene müssten wir hier machen. Die Ebene müssten wir auch hier machen. So, die nächste Ebene müssen wir da hinten machen. Die Ebene drauf müssten wir auch da hinten machen. Und dann haben wir nur bei der unteren Ebene ein Problem, wenn ich es jetzt richtig durchgerechnet habe. Dann geht das ja. Und die untere Ebene wäre ja egal, die können wir ja auch an der Seite langlaufen. Ich möchte es halt, ich möchte es halt so, eigentlich wollte ich das Ganze in der Mitte langlaufen lassen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit, ehrlich gesagt, weil ich da auch nicht genau weiß, wo ich es langlaufen lassen soll. Ich wollte es eigentlich so als Strang in der Mitte runter, wisst ihr? Und dann von der Mitte aus verteilen. Das wird aber, glaube ich, einfach zu viel von den Bändern her. Und ich müsste dann ja auch nochmal auf jeder Ebene trotz allem so ein Ding machen, so ein blödes. Die Durchführung. Das stört mich halt, dass die Lifte
Also ich kann das ja, wie gesagt, austricksen, indem ich halt unten eine Durchführung baue und oben eine Förderbanddurchführung. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Aber ich kann, wenn ich die Durchführung nachträglich wegmache, das geht auch nicht. Wie weit runter komme ich, wenn ich von hier aus baue? Ah, ne, nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich die Ebene ist die erste, wo ich überhaupt mit ganz runterkomme. Ne, das bringt mir nix. Das bringt mir eigentlich nix. Oder ich baue in der Mitte so 'n Glasding. Warte mal, das wäre auch 'ne Idee. Ich möchte es unnötig machen. Es tut mir leid, es tut mir echt leid. Ich möchte das jetzt unnötig machen. Ich teste mal hier noch was aus. Wenn man das hier so macht, dann müssen wir aber wahrscheinlich die ganze Fläche hier nutzen. So. Sieht aus wie in irgendeinem Apple Store. Ähm, und von hier aus dann hochgehen. Mit insgesamt wie viel Förderbänder brauchen wir? 2 pro Ebene, also mit 16 Förderbändern durch die Gegend gurken. Ob das so hinhaut, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Wie viel passen denn hier hin? Wir können hier machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, ich glaube, so geht's, Leute. Ich glaube, so geht's. Immer als Doppel, immer als Kohle und Eisen. Und die dann von unten kommend, gegebenenfalls aus anderen Richtungen, je nachdem, das wird ja relativ eng von den Förderbändern her, dass wir Eisen, keine Ahnung, in die Richtung machen, Kohle in die Richtung und hier dann genauso. Und dann sollte das eigentlich irgendwie passen. Vielleicht drehen wir es aber auch nochmal um. Ich mache mir hierfür auf jeden Fall eine Blaupause, weil das für jede Ebene zu bauen, ist mir dann doch ein bisschen viel. Beziehungsweise, ja, wir brauchen es ja nicht mal für jede Ebene. Wir werden ja jede Ebene immer 2 Stück weniger. Das ist die andere Sache. Habe ich auch nicht bedacht. Wobei das eigentlich nicht so schlimm ist, oder? Zur Not lösche ich die dann jetzt wieder raus, aber nichtsdestotrotz muss ich ja ich muss ja die Ranges treffen irgendwie. Oder wir bauen nur so ein Ding. Ich teste das mal aus. Warte mal gerade. Ich hab noch eine Idee habe ich. Noch eine Idee habe ich. Also ich kann euch eins sagen. Zukunfts-NFS hat jetzt schon die Schnauze voll von dem, was Gegenwarts-NFS gerade macht. Weil, ob ich das jemals so verbunden bekomme, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich zeige euch das gleich. Es ist natürlich jetzt wieder Nacht, wie immer, wenn ich irgendwas am Bauen bin. Und wenn ich sie mal rauche, für irgendwelche Leuchteffekte zu gucken, dann ist es wieder nicht da. Naja, gut. Ich habe das Ganze jetzt dann doch nochmal um ein Feld erweitert in der Mitte und habe dann von hier aus die ganzen Lifte hochgefahren. Oh, der ist off. Der ist off und habe mir das Ganze ein bisschen einfach gemacht mit den Markierungen. Da habe ich auch keine Blaupause jetzt benutzt, denn im Endeffekt habe ich nur 2 Dinger pro Ebene setzen müssen. Hätte da jedes Mal eine neue Blaupause machen müssen. Das wäre auch Quatsch. Es geht ja, man sieht's ja. So, das kommt so. Und das kommt so. Dann fliegen wir mal nach oben, würde ich sagen. Beziehungsweise wir können eigentlich schon die ganzen Dinger hier noch verbinden, die wir noch verbinden müssen. Haben wir noch irgendwas? Nee. Das passt ja schon soweit. Also, ich muss nochmal runter gleich. Die Ebene, wie gesagt, habe ich um ein Feld erweitert und dann jeweils noch einen Punkt gemacht, an dem die Lifte hochkommen. Und von denen aus gehen wir dann es ist relativ egal, wo wir hingehen. Ich gehe mal so und dann 2 nach oben und dann wird das Ganze verbunden. Klingt normal mit dem gerade Modus vom Förderband. Das sieht halbwegs in Ordnung aus, würde ich fast behaupten. Der kommt so und das dann halt auf jeder Ebene aufs Neue. Nächste Ebene dann in dem Fall hier hin. Einmal so und dann einmal verbinden. Ja, man muss allerdings von hier hinten aus verbinden, weil wenn ich von hier vorne aus verbinde, dann wird das gerade Förderband irgendwie ein bisschen weird und gar nicht mehr so gerade. Aber wenn man von hier aus verbindet, funktioniert das ganze Ding dann. Und das ziehen wir bis ganz nach oben durch, beziehungsweise habe ich jetzt eigentlich schon, das war die letzte Ebene sogar. Und dann ist es jetzt nicht so ganz so geworden, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber ich hätte dann für das, was ich machen wollte, hätte ich die Mats erstmal von oben also hochfahren lassen müssen und dann nochmal runter. Und das wäre Quatsch gewesen. Das wäre absoluter Quatsch. Also ich hätte ihn in der Mitte hochfahren lassen müssen und dann an den Seiten jeweils runter. Aber ich glaube, damit kann ich auch ganz gut leben. Vielleicht noch einen Aufzug in die Mitte rein. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so toll geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht mache ich da noch was draus. Ich weiß es noch nicht.
Wir können ja am Sonntag im Livestream gucken, ob wir da noch was draus machen, irgendwie. Es ist halt ein bisschen blöd, dass die unterschiedliche Ebenen alle haben. Also, das ja, ich hätte es besser hochfahren sollen und dann von oben runter, aber wie ich das hinbekommen hätte bei den ganzen Ebenen, das geht ja auch wieder hinten und vorne nicht auf. Vor allem habe ich ein Problem mit den Förderbändern. Ich mache es jetzt ich glaube, ich lasse es erst mal so. Ich lasse es so. Den Kram hier, den können wir noch zumachen. Wir können aber auch warte mal, nee, wait a minute. Wir haben ja die Glasfundamente. Leute, die habe ich ganz vergessen. Gläsernes Rahmenfundament. Die können wir ja machen. Ich glaube, einfärben kann ich die nicht, wa? Ne, das wäre auch zu schön gewesen, wenn man die einfärben könnte. Aber die können wir doch dann oben benutzen, anstatt, anstatt den weißen Dinger. Zumindest für die Umrandung hier, dass wir das wirklich so machen. Ja, doch, damit könnte ich mich gegebenenfalls anfreunden. Ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, das machen wir so. Mit unserem All-White-Bild für eine für 'ne Stahlfabrik. Na ja, na ja. Who am I to judge? Das wird schon irgendwie klappen und passen. So wollte ich's, glaube ich, bauen. So und so. Ja, doch, ich kann mir das gut vorstellen. Da würde ich die Sachen hier noch mal wegmachen. Ja, habe ich ja dieses Zusatzfeld und das dann mit Glas machen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Wir gucken uns das jetzt einmal kurz hier oben an. Ähm, einmal eine 'ne volle Glasumrandung würde ich dann hier bauen. Und das hier weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Ob wir das dann auch mit dem Glas machen oder ob wir weiß noch nicht, wie ich die Streben hier haben möchte. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, ich möchte es alle gleich haben. Ist ja eigentlich egal. So und so. Sieht aus, wenn wir es ganz zumachen, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Dass wir einfach einen kompletten Glasfloor machen. Ah, dann glitschen die halt so durch. Das ist auch nicht so geil. Ne, aber in der Mitte können wir 'n Aufzug machen tatsächlich. In der Mitte können wir 'n geilen Aufzug machen. Und die hier würde ich allerdings auch dann durch Glas austauschen, damit's stimmig ist. Und dann das hier wieder weg. Und dann können wir hier die Begehbarkeit sichern, indem wir uns hier 'n schönen Personenaufzug reinzimmern. Den nach oben irgendwo kann ich abschätzen. Ist auch egal. Also, dann den hier quasi hier hin. Und hier über 'nen Glassteg dann jeweils die Seite ist ja komplett frei, das ist dann wiederum gut. Das ist dann wiederum gut an dem Ding hier. Die Seite ist komplett frei. Da können wir mit dem Glasteil dann rauflaufen. Ist 'n paar Geländer hin. Ja, doch, ich glaube, das gefällt mir. Wenn dann später die Mats hier drin sind, Leute, dann sieht das richtig geil aus, wenn die blasen ja hier durch mit 480 Sachen. Ähm, habe ich's richtig ausge ja, doch, war ja ging ja auf, oder? 12, genau, deswegen hatten wir's ja so gemacht, dass ich das nicht balancen muss, dass ich nur den Ausgang balancen muss. Und dann rast das Zeug hier durch mit 480 Mats pro Minute und dann sieht das, glaube ich, richtig, richtig geil aus. Wir machen uns hier noch ein paar Lampen hin dann und die Verstromung und so weiter mache ich auch noch. Aber ich würde sagen, das mache ich offscreen für die nächste Folge, denn mir ging es jetzt erstmal nur um den Bau, den wir hier jetzt fertig haben. Ich gucke mal, ob wir von ganz oben reingucken können. Ja, geht halbwegs. Also, ich finde es cool. Ich finde es cool. Ist noch was anderes. Ist nicht so, dass, die Dinger, die wir sonst bauen mal 'n hohes Gebäude ausnahmsweise. Da kommen jetzt, wie gesagt, die Wände hin. Vielleicht mache ich hier an der Seite aber auch noch mal das weg komplett und mache das dann so als Kreuz quasi hin und lasse die Förderbänder außen rumlaufen. Ich glaube, das könnte auch noch ganz cool aussehen. Das wäre noch eine Idee, dass wir da keinen Cube machen, sondern hier ein Kreuz, weil für 'n Cube habe ich mir schon was anderes überlegt. Also, es wird ein Gebäude geben, das als Cube gebaut wird, definitiv, weil es halt einfach Sinn macht, anhand dessen, was wir produzieren. Aber dazu dann mehr. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr möchtet, gerne auch morgen dann oder nee, morgen doch, morgen im Livestream, also Sonntag 20 Uhr. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.